Hallo, alle 7 Aquarien, die ich im Moment betreibe, sind Low-Tech-Aquarien. Das heißt, sie werden gering bis mittelstark beleuchtet. Es gibt keine CO2-Anlagen. Der Bodengrund ist recht einfach gehalten. Also in 6 der 7 Becken ist das reiner Poolfiltersand mit einer Körnung von 0,4 bis 0,8 mm. Und in diesem Becken hier, mein Wollstadt-Becken, ist darunter noch eine kleine Schicht Gartenerde als Nährstoffdepot. Meine Wasserwerte verändere ich auch nicht oder nicht mehr. Habe ich mal eine Zeit lang gemacht, als ich noch Weichwasserfische gepflegt habe, hatte ich mit meiner Umkehrosmoseanlage immer das Leitungswasser verschnitten, 50-50, damit der pH-Wert ein bisschen sinkt und das Wasser ein bisschen weicher wird. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das heißt, alle Pflanzen, die in meinen Becken wachsen und gedeihen und sich hoffentlich auch vermehren, müssen mit härterem Wasser, mit hohem pH-Wert und ja, allem, was damit einhergeht, zurechtkommen. Das ist im Moment aktuell gemessen, ich sag mal durchschnittlich, weil das von Becken zu Becken ein bisschen variiert, bin ich bei einem pH-Wert um die 8,0, was also wirklich schon der etwas höhere Bereich ist, und bei einer Wasserhärte von Gesamthärte 14 und Carbonathärte 7. Und das sind eben Bedingungen, unter denen nicht alle Pflänzchen gut gedeihen. Aber ich mache das ja jetzt seit 2017 mit den Aquarien. Und da dachte ich, mache ich ausnahmsweise mal eine Top-5-Liste meiner allerbesten 5 Aquarienpflanzen, die, wie gesagt, in einem Low-Tech-Setup ohne CO2-Anlage mit einfachsten Einrichtungen und Methoden richtig gut klarkommen und eben auch in härterem Wasser und höheren pH-Werten wunderbar gedeihen. Ja, weil sich ja einfach hartnäckig in der Aquaristik das Gerücht hält, dass das gar nicht funktioniert, bis auf ganz wenige anspruchslose Arten, und das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Ja, dann fange ich doch mal an mit meiner Nummer 5 auf der Liste. Das ist eine Aufsitzerpflanze, und zwar die Anubias. Von den Anubias besitze ich selber zwar nur eine Art, Anubias nana petit, also ein recht kleiner bleibendes Exemplar, aber habe eben viele Erfahrungen sammeln können mit dieser Pflanze. Die besitze ich seit 5 Jahren. Vor 5 Jahren habe ich mir genau ein winzig kleines Pflänzchen von dieser Anubias petit gekauft. Und mittlerweile, ich habe gerade mal eine Zählung durchgeführt in meinen Becken, sind das aus diesem einen kleinen Pflänzchen 12 Pflänzchen geworden, weil ich die also wegen des guten und problemlosen Wachstums immer wieder teilen und auf neue Steinchen aufbinden konnte. Hätte ich es drauf angelegt, hätte ich bestimmt auch noch mehr Ableger produzieren können. Aber aktuell, wie gesagt, in meinen 7 Becken ein Anubias nana petit Bestand von 12. Das ist fürs Low-Tech-Becken und ohne CO2-Anlage eine absolut problemlose, dankbare Aquarienpflanze, die auch noch den großen Vorteil hat, dass sie dadurch, dass sie ja nicht im Boden wurzelt, sondern eben nur auf Steine oder Holz oder andere Dekogegenstände aufgebunden wird, ihre Nährstoffe nur aus der Wassersäule zieht und deswegen eine sehr gute Zeigerpflanze ist dafür, ob die Wassersäule gut mit Nährstoffen versorgt ist. Weil sobald sich da von irgendwelchen, sage ich mal, Nährstoffen, das kann Kalium sein, kann Eisen sein, Calcium, Magnesium eher unwahrscheinlich in meinen Becken bei der Wasserhärte, zu wenig befindet, bekommt die Anubias relativ schnell durchscheinende oder leicht gelblich werdende Blättchen. Und sobald man eben wieder vernünftig aufdüngt, wächst sie auch wieder gesund und in einem schönen, hellen, freundlichen Grün. Ja, und da ist sie aber gar nicht anspruchsvoll. Also ich habe von Anfang an in meiner Aquaristik immer nur wöchentliche Volldünger
verwendet und das auch in halber Dosierung. Also ich dosiere den Wochendünger lieber zweimal die Woche, dafür aber nur in der halben Menge, meinen Schnecken und Garnelen zuliebe, damit die nicht irgendwie negativ auf zu viel Dünger im Wasser reagieren. Da können ja speziell Kupfer und Eisen problematisch sein. Ja, und wie gesagt, die Anubias, die zeigen mir also immer mit ihrem Wachstum und mit dem Aussehen ihrer Blättchen wunderbar an, ob sie zufrieden sind oder nicht. Und daraus kann man eben auch den Rückschluss ziehen. Den anderen Pflänzchen geht es dann auch gut mit der aktuell gefahrenen Düngung. Platz 4 auf meiner Liste ist ein wunderschöner kleiner Bodendecker. Der hat den zauberhaften Namen Hydrocotyle verticillata und wird auf Deutsch gerne Wassernabel genannt oder auch Hutpilzpflanze wegen des charakteristischen Aussehens. Das ist also von mehreren Bodendeckern, die ich ausprobiert habe in meinen Low-Tech-Becken. Einer von zweien, die sich super gut gehalten und verbreitet haben. Den habe ich also mittlerweile in zwei großen Becken, die über 100 Liter fassen. Und da hat mein eines Ursprungspflänzchen es also auch geschafft, den kompletten Boden mittlerweile zu erobern. Der wächst wunderbar mit so kleinen Ausläuferchen, die sich dann in alle Richtungen kriechend über den Boden verbreiten und braucht keine Bodendüngung, also wächst bei mir in reinem Poolfiltersand mit eben der genannten wöchentlichen Gabe eines Volldüngers. Sehr zufriedenstellend, also absolut unproblematisch und ja, ganz empfehlenswertes kleines Pflänzchen, sehr hübsch, wie ich finde. Also wenn man den Schnecken und den Garnelen dabei zuschaut, wie sie in diesem kleinen Hydrocotyle-Wäldchen herumrennen, das hat immer so was von einem Alien-Planeten mit seltsamen pilzähnlichen Pflanzen. Das macht also wirklich Spaß, diesen Pflänzchen und den Bewohnern zuzusehen bei dem, was sie so tun. Ja, also ganz empfehlenswert. Von den Hydrocotyle gibt es unterschiedliche Sorten. Meiner ist wie gesagt der Verticillata, aber es gibt auch noch andere Arten und die sind, soweit ich das beurteilen kann, auch alle sehr vergleichbar in ihrer Anspruchslosigkeit und Frohwüchsigkeit in Low-Tech-Becken. Ja, und wo wir beim Thema Bodendecker sind, kann ich ja auch gleich mal erzählen, was alles nicht funktioniert hat bei mir im Bodendeckerbereich. Das finde ich nämlich auch interessant für so eine Liste. Ich hole noch kurz meine Brille. Und zwar habe ich im Laufe der Jahre erfolgreich umgebracht, wahrscheinlich wegen zu hohen pH-Werten und zu geringer Beleuchtung und zu wenig Nährstoffen im Bodengrund. Das könnte alles so eine Kombination aus diesen 3 Punkten gewesen sein. Eleocharis, die Nadelsimse, das habe ich mal probiert, hat nicht funktioniert, ist einfach nicht gut gewachsen und dann irgendwann spurlos verschwunden. Dann habe ich es tatsächlich geschafft, 2 verschiedene Sorten Perlkraut in den Himmel zu befördern. Und zwar einmal das Hemianthus cuba, das ist ein sehr bekannter Bodendecker im Aquascaping-Bereich. Und Micranthemum umbrosum, also beides deutsche Bezeichnung Perlkrautarten. Das hat bei mir auch gar nicht funktioniert. Ist nicht richtig angewachsen, hat sich nicht richtig etabliert und vermehrt und wurde dann irgendwann rausgerupft und entsorgt. Dann habe ich es auch noch versucht mit 2 verschiedenen Staurogyne-Arten. Das sind etwas höhere Pflänzchen, aber auch die kein Erfolg bei mir. Ja, und deswegen bin ich auch so froh über jedes Pflänzchen, das als Bodendecker also sich betätigen kann in Low-Tech-Becken, das eben gut funktioniert. Deswegen hat sich der kleine Wassernabel Platz 4 gesichert auf meiner Liste. Auf Platz 3 auf meiner Liste der besten Pflanze für Low-Tech-Becken haben es meine heimlichen Lieblinge geschafft, nämlich die Echinodoren, von denen hier auch 2 wunderbare Exemplare in meinem Wollstartbecken wachsen. Echinodoren sind wirklich von den größeren, prächtigeren Pflanzen im Aquarium diejenigen, die also alle ungünstigen, widrigen Bedingungen am allerbesten wegstecken können, solange man eine einzige Sache beachtet.
nämlich dass Echinodoren starke Wurzelzehrer sind und entweder einen gut gedüngten Boden vorfinden müssen für prachtvolles Wachstum, wie hier in meinem Wolstadbecken, die Gartenerde. Damit sind sie also jetzt 5 Monate später immer noch sehr glücklich und zufrieden und brauchen keine weitere Düngung. Oder eben in meinen anderen Becken, wo ich Poolfiltersandreinen habe, da gebe ich einmal im Monat eine Bodentablette an die Wurzeln. Und mein ganz großes Exemplar, der Echinodorus bleari, der bekommt sogar 2 Bodentabletten alle 4 Wochen. Ja, wenn man das also nicht tut oder nicht beachtet, dass der Boden gut gedüngt sein muss für Echinodoren, dann hat man auch nicht viel Freude an ihnen. Aber sofern man diese Kleinigkeit beachtet, sind das also wirklich die perfekten Pflanzen. Die stecken hohe pH-Werte, hohe Wasserhärte locker weg. Also ich habe den Eindruck, das geht ihnen sogar richtig gut unter diesen Bedingungen. Und sogar mit der Vermehrung klappt das ganz hervorragend. Also im Moment haben meine Echinodoren sich alle über die Aquarien hinweg miteinander verabredet, Blütentriebe zu schieben. Da habe ich also jetzt mehrere am Start. Mein Ocelot, da habe ich ja schon länger und öfter drüber berichtet, der hat mittlerweile den 3. Blütentrieb geschoben innerhalb von wenigen Wochen, und an den Blütentrieben wachsen auch immer wunderschöne kleine neue Ocelot-Ableger. Da habe ich jetzt hier in diesem kleinen Kunststoffbecken noch 3 Stück von sitzen. 3 weitere habe ich schon verkauft. Und die kleinen Ocelot-Babys von dem ersten Blütentrieb, die wachsen mittlerweile alle in meinen anderen Aquarien, sind alle wunderschön angewachsen und machen sich ganz hervorragend. Also eine sehr empfehlenswerte Echinodorus-Pflanze. Dann habe ich dankenswerterweise 4 Echinodorus Red Diamond bekommen. Ich hatte eigentlich nur ein Töpfchen bestellt, aber als ich es auseinandergenommen habe, waren 4 Pflänzchen drin, von denen 2 sich hier in meinem Wolstadbecken auch ganz wunderbar machen. Und in meinen beiden 60-Liter-Becken auf der südseitig gelegenen Fensterbank habe ich ins rechte und ins linke Becken jeweils eine gepflanzt. Und eine davon hat jetzt auch einen wunderschönen Blütentrieb bekommen, also der auch wirklich satt weinrot gewesen ist. Das war erstaunlich, das sah richtig gut aus, als der aus der Pflanze rausgewachsen ist. Und da hoffe ich also auch auf weiteren Nachwuchs. Dann habe ich noch die Echinodorus Kleiner Bär in meinem 70-Liter-Becken, im zentralen Becken auf meiner südseitig gelegenen Fensterbank. Der hat mir also gezeigt, was für taffe kleine Pflänzchen das sind, Echinodoren. Den hatte ich online bestellt. Und als der bei mir angekommen ist, war das komplette Pflänzchen aus seiner Verpackung rausgefallen und wurde im Versandkarton hin und her geschleudert, mit dem Ergebnis, dass kein einziges Blatt mehr zu retten war. Also das arme Ding hat alle Blätter verloren oder musste sie von mir entfernt bekommen, und letztendlich war nur noch die Wurzel übrig. Dann habe ich mit so einem 3 Liter Kunststoffbecken ein Mini-Wolstad-Setup sozusagen für das Pflänzchen gemacht. Also ein kleines Tontöpfchen genommen, unten Gartenerde rein, oben Sand drüber, und habe diese Wurzel ohne viel Hoffnung eingepflanzt und auf meine südseitige Fensterbank gestellt, damit sie nicht zu kalt steht und ordentlich Licht abbekommt. Und zu meiner großen Freude und Überraschung sind tatsächlich neue Blättchen ausgetrieben aus dieser blanken Wurzel. Und ja, das Ergebnis kann man jetzt in meinem 70-Liter-Becken bewundern. Also eine wunderschöne Pflanze, die, wie gesagt, im Moment auch gerade blüht. Und die letzte Echinodorus, die ich im Moment pflege, das ist die Echinodorus bleari. Meine erste davon habe ich erstaunlicherweise damals, als ich es noch nicht besser wusste, mit einem Komplettpflanzenset für ein 60 cm Aquarium erworben. Und das ist natürlich also völliger Blödsinn, eine derart ausladend werdende und wuchernde Echinodorus in so ein Set reinzupacken. Also die hat bei mir ganz schnell die Ausmaße des 60 cm Beckens gesprengt und ist dann in ein 100 Liter Becken umgewandert, und selbst in 100 Liter ist das so, dass man eine Echinodorus bleari eigentlich nur als
zentrale Solitärpflanze pflegen kann. Also wenn man versucht, die in irgendeine Ecke zu stecken, weil man noch andere Pflanzen halten möchte, dann macht das also wenig Sinn und macht einen auf Dauer nicht glücklich, weil die einfach bis zu 60 cm lange Blätter bekommt, die auch entsprechend breit sind und breit ausladend wachsen und dann eben sehr viel Schatten spenden für alle anderen Pflänzchen im Becken. Und ja, nach diesem Begeisterungssturm über Wachstum und unkomplizierte Pflege meiner Echinodoren fragt ihr euch vielleicht, warum sind die denn nicht auf Platz 1 gelandet, obwohl mein Herz so sehr daran hängt. Und das liegt eben einfach daran, dass ich für diese Top 5, also für den Anspruch, einfach wachsende, sich gut vermehrende Pflanzen in Low-Tech-Becken ohne CO2-Anlage, ohne komplizierte Düngung, ohne Soils oder irgendwelche Nährböden, auf den zweiten und den ersten Platz Pflanzen setzen wollte, die wirklich komplett ohne, ich sag mal, großartig betüdelt zu werden, prima klarkommen und einem einfach auch, wenn man gar keinen Bock auf Düngung hat, große Freude bereiten, weil sie eben mit purem Sandboden und mit dem bisschen Mineralstoffen, die sie im ungedüngten Wasser vorfinden und durch die Ausscheidungen der Fische und so weiter zu sich nehmen, zufrieden sind. So, Platz 2 auf meiner Liste hat sich ein Pflänzchen erobert, das ich schon sehr häufig auf diesem Kanal erwähnt habe, und zwar das flutende Pfeilkraut Sagittaria subulata. Das ist quasi die Vallisneria des kleinen Mannes. Vallisneria sind sehr ähnliche Pflanzen, die aber relativ größer werden und mehr Platz brauchen. Das heißt einfach für größere Becken besser geeignet. Und Sagittaria subulata ist ein sehr schönes Pfeilkraut, das in kleineren Becken wunderbar klarkommt, ohne den Rahmen zu sprengen und wenn man weiß, wie man es pflegt, ohne lästig zu werden. Ich habe festgestellt bei diesem Pflänzchen, dass es sich an die Bedingungen, die es in verschiedenen Becken vorfindet, unterschiedlich anpasst. Wenn man Sagittaria relativ dicht in eine Ecke pflanzt und dort sozusagen als Akzent so ein kleines schilfartiges Wäldchen wachsen lassen möchte, dann wächst die Pflanze bis zur Wasseroberfläche. Also die kann dann durchaus 30 cm und höher erreichen und legt sich dann da sehr hübsch auf die Wasseroberfläche, auch wenn sie oben angekommen ist. Wenn man die Pflänzchen etwas vereinzelter pflanzt, mit etwas mehr Abstand untereinander, dann kann das Pflänzchen durchaus bei guter Beleuchtung auch niedrig bleiben und dann so eine Art mittelhoher Bodendecker sein. Da kann es aber dennoch jederzeit passieren, dass es ohne Angabe von weiteren Gründen in die Höhe schießt und beschließt, ich möchte jetzt doch groß werden. Und da muss man dann eben, wenn man es, sage ich mal, kleiner halten möchte, einzelne Pflänzchen, die zu groß geworden sind, hallo Pudding, entfernen. Was dankenswerterweise bei diesem Pflänzchen absolut kein Problem ist. Die Ausläufer, die zahlreich gebildet werden und auch durchs ganze Aquarium wandern, die kann man völlig problemlos rausziehen, weil die also nicht besonders stark wurzeln. Und da kommt auch nicht viel Mulm mit hoch. Also das ist wirklich die einzige Pflegemaßnahme, die ich bei Sagittaria durchführe, dass ich Ausläufer, die an Orten hochkommen, wo ich sie nicht haben möchte, einmal rausziehe. Zurückschneiden mit einer Schere würde ich das Pflänzchen nicht. Also darauf reagiert es nicht besonders gut und das sieht auch nicht hübsch aus, weil diese langen grasartigen Halme eben möglichst intakt bleiben sollten. Wenn man mal ein Pflänzchen nicht komplett entfernen möchte, wenn es zu viel geworden ist, sondern nur ein bisschen reduzieren möchte, dann empfiehlt es sich einfach einzelne Halme zu nehmen und mit einem kleinen Ruck abzureißen. Das geht auch ganz gut. Die lösen sich dann vom Rest der Pflanze und können dann entfernt werden. Sagittaria ist wirklich eine Pflanze, die braucht nichts. Also man kann Sagittaria in reinen Sand und reines Wasser setzen und die wird wachsen und gedeihen und sich ausbreiten und einen erfreuen und ein schönes ökologisches Gleichgewicht im Aquarium herstellen.
in meinem 54-Liter-Becken, das letztendlich genauso behandelt wird, ist sie jetzt die dominierende Pflanze. Und das ist also mit Abstand die pflegeleichteste Bepflanzung, die ich jemals ausprobiert habe in einem meiner Becken. Und also nicht nur ich empfinde das so, sondern auch Leute, die mich besuchen, sagen, in dieses Becken reinzuschauen, hat etwas total Beruhigendes. Also ich sag mal, das ist mein Zen-Becken. Ja, und von daher wärmste Empfehlung. Ganz tolles kleines Pflänzchen, und wenn man jetzt nicht unbedingt den grünen Daumen hat und sich also den Kopf darüber zerbrechen möchte, was man alles tun muss, damit so eine Echinodorus so schön rot wird und schön blüht und sich wohlfühlt und so weiter, dann greift zu Sagittaria. Das klappt auf jeden Fall. Zumindest in meinem Wasser. Vielleicht kann ja noch jemand was dazu beitragen, ob das in weichem Wasser mit niedrigem pH-Wert genauso gut funktioniert wie bei mir. Das kann ich nicht sagen. Dazu habe ich keine Erfahrungen. So, jetzt kommen wir zum hochverdienten Platz 1. Den nehmen meine heimlichen Lieblinge ein, nämlich die Cryptocoryne. Ich habe mich dafür entschieden, die auf Platz 1 zu setzen, weil die natürlich total anspruchslos sind. Zumindest die 4 Sorten, die ich in meinen Aquarien hege und pflege. Es gibt anscheinend auch etwas anspruchsvollere Cryptocorynen, aber wenn ich das bei einer Beschreibung lese, dann kaufe ich mir das Pflänzchen einfach nicht, weil ich weiß, das wird bei mir wahrscheinlich nicht klappen. Außerdem gibt es auch unglaublich groß werdende Cryptocorynen, von denen sollte man also ebenfalls die Finger lassen, wenn man ein Becken von meiner Größe hat, also 60 cm bis 80 cm Länge und eben die entsprechende Höhe. Aber wenn man das alles mal außer Acht lässt, ist das einfach eine Pflanzengattung, die eine unheimliche Vielfalt bietet und die für die Gestaltung von Aquarien auch sehr viel zu bieten hat. Und wie gesagt, komplett anspruchslos ist in hartem Wasser mit hohen pH-Werten und ohne CO2-Anlagen. Also ich habe schon öfter gehört auf YouTube und gelesen, in Internetforen und so weiter, dass Menschen Probleme damit haben, dass Cryptocorynen sensibel reagieren auf Veränderungen der Wasserwerte. Also zum Beispiel, wenn man die neu zukauft oder wenn man sie von einem Aquarium ins andere umpflanzt, dass dann erstmal alle Blätter abgeworfen werden und die dann neu austreiben müssen. Das ist mir mit meinen Cryptocorynen noch nie passiert. Also ich pflanze die fröhlich hin und her, ich kaufe mir ab und zu auch mal eine neue und die wachsen immer völlig unbeeindruckt sofort an und weiter und verlieren kein einziges Blättchen. Also folgere ich daraus, dass sie nicht nur bei hohen pH-Werten und hoher Wasserhärte gut gedeihen, sondern dass sie das wahrscheinlich sogar bevorzugen, weil ja, das von diesem Cryptocoryne Melt heißt das im englischen Sprachraum, das hört man meistens von Aquascapern, die also mit pH-Werten unter 7,0 und sehr niedrigen Wasserhärten arbeiten. Und wie gesagt, bei mir passiert das nicht. Ja, ich habe als allererste Cryptocoryne mir zugelegt die Cryptocoryne Venti. Das ist auch eine wunderschöne, sehr anpassungsfähige Pflanze, die sich auch der Höhe des Aquariums anpasst. Also ich habe die in 30 cm hohen Becken gehalten, in 35 cm, 40, 45 cm hohen Becken und entsprechend der Beckenhöhe wächst sie da auch bis zur Wasseroberfläche und beschließt dann so, jetzt lassen wir es aber auch gut sein, ohne lästig zu werden. Sie verbreitet sich sehr schön durch Ausläufer. Und das Allerbeste an dieser Cryptocoryne ist, wenn sie mal zu buschig wird und man sie so ein bisschen auslichten möchte für den Schwimmraum der Fische oder weil man irgendwas anderes noch pflanzen möchte, das viel Licht braucht, dann muss man nicht mal irgendwelche Ausläufer aus dem Boden ziehen, sondern man kann die einfach so oberhalb der Wurzel abkneifen, ein ordentliches Büschel rausziehen und dann hat man trotzdem noch schöne Pflanzen, die aber ein bisschen lichter geworden sind. Also das geht wirklich nicht einfacher. Ja, dann habe ich als zweite Cryptocoryne mir auch schon vor Jahren eine zugelegt, die wurde mir verkauft als Cryptocoryne lutea. Habe ich auch jetzt in meinen Videos immer wieder erzählt, das ist die lutea. Das stimmt aber anscheinend nicht.
Als ich jetzt mal Pflanzen inseriert habe in den Kleinanzeigen, habe ich mir nochmal genauestens Beschreibungen und Bilder angeschaut und bin jetzt ziemlich überzeugt davon. Das ist eine Kryptokoryne der X-Villisii-Varianten. Welche genau ist schwer zu sagen, aber da eine Sorte davon Lucens heißt, könnte ich mir vorstellen, dass es da die Verwechslung gegeben hat bei der Etikettierung. Also Kryptokoryne X Villisii Lucens habe ich hier vermutlich in meinem Becken, wurde mir aber als Lutea verkauft, deswegen habe ich das immer falsch erzählt. Das tut mir leid an dieser Stelle. So, und ja, der Einfachheit halber nenne ich die jetzt mal Willi. Und der Willi ist also auch eine ganz tolle Pflanze. Wie von allen meinen Pflanzen habe ich mir damals ein Töpfchen geholt und von diesem einen Töpfchen vor 5 Jahren geholt. Also habe ich mittlerweile unzählige Exemplare in allen meinen Aquarien sitzen und auch schon abgegeben an glückliche Menschen, die sie wahrscheinlich genauso gut wie ich weiter vermehren. Dieses Pflänzchen ist ein sehr schöner Bodendecker, der etwas höher werden kann, aber eigentlich nur dann, wenn es so wie hier in diesem Wallstart-Becken eher solitär gepflanzt wird. Dann sind das durchaus bis zu 15 cm, die da erreicht werden können. Aber wenn die Pflänzchen sozusagen dicht wuchern, also erlaubt bekommen, ihre zahlreichen Ausläufer durchs ganze Aquarium zu bilden, dann bleiben die tendenziell niedriger. Da bleiben die auf jeden Fall weit unter 10 cm. Und wenn sie einem doch mal etwas zu hoch werden, dann kann man da völlig problemlos mit der Schere rangehen und einfach einen Rückschnitt machen, so wie man Rasen mäht. Und das verzeihen die also ganz hervorragend und kommen damit wunderbar klar. Ja, also diese schönen Pflänzchen, die tragen auf jeden Fall maßgeblich dazu bei, dass die 3 Becken auf meiner südseitig gelegenen Fensterbank mittlerweile ein so einheitliches erfreuliches Layout ergeben, weil ich die eben in den Becken komplett durchwachsen lasse als Bodendecker, einmal von links nach rechts über die 3 Becken hinweg. Und ja, das trägt also wesentlich dazu bei, dass diese 3 Becken so schön miteinander harmonieren. Jetzt habe ich mir ganz neu vor 5 Monaten noch eine weitere Kryptokoryne Venti zugelegt, und zwar die Unterart Mioia. Das ist eine Pflanze mit hauptsächlich bräunlichen Blättern, die aber auch so ein bisschen ins Dunkelrote gehen können. Die ist mir also auch sehr gut angewachsen, völlig problemlos. Obwohl ich Kryptokorynen normalerweise keine extra Wurzeldüngung verpasse, sondern die eben mit dem leben müssen, was sie in der Wassersäule vorfinden, habe ich bei der Mioia anfangs auch mal eine Bodentablette spendiert, einfach um das Wachstum so ein bisschen anzukurbeln, und darauf hat sie sehr gut reagiert, und ich bin gespannt, wie groß sie jetzt noch wird, aber anscheinend auch eine sehr anspruchslose und empfehlenswerte Sorte. Ja, das wäre es dann soweit mit meiner Top 5 Liste. Ja, worauf ich gestoßen bin, das wollte ich auf jeden Fall noch erzählen, bevor das Video zu Ende ist. Bei meinen Recherchen dazu, wieso das eigentlich mit speziell diesen besonderen 5 Pflanzenarten so gut funktioniert, ist eine sehr interessante Sache. Und zwar gehören alle Pflanzen in meinen Top 5 zu den Pflanzengattungen, die nicht auf gelöstes CO2 im Aquarienwasser angewiesen sind, sondern sich das CO2 sozusagen selbst herstellen können, und zwar indem sie die Hydrogencarbonate, die sich im Wasser befinden, das ist ein Teil der sogenannten Carbonathärte, für sich aufspalten und dann eben als CO2-Ersatz nutzen können, um eben mangelndes CO2 in Low-Tech-Setups auszugleichen. Und ich denke mal, das ist ein ziemlicher Knackpunkt bei der Auswahl von einfachen und zufriedenstellend wachsenden Pflanzen im Low-Tech-Aquarium. Kann diese Pflanze Hydrogencarbonate aufspalten oder kann sie das nicht? Also durchaus bekannt
ist das von Echinodoren, dass sie das können, aber auch Kryptokorynen, Anubias, Sagittaria. Also da habe ich durchaus auch Berichte darüber finden können, dass sie dazu in der Lage sind. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt der Pflege von Pflanzen in Becken ohne CO2-Anlagen. Und andersrum betrachtet, Pflanzen, die das eben nicht können, die tun sich dann auch schwer in solchen Setups. Und das kann natürlich nicht schaden, wenn man das vorher weiß, bevor man Geld für Wasserpflanzen ausgibt. Und dann vielleicht am Ende enttäuscht wird oder sagt, naja gut, ohne CO2-Anlage geht es wohl doch nicht, dann lege ich mir wohl doch eine zu. Ja, fand ich sehr interessant und gibt es leider nicht so wahnsinnig viele Informationen drüber, aber doch eine wissenswerte Angelegenheit. Was natürlich auch passieren kann, sage ich mal, wenn man Pflanzen hat, die Hydrogencarbonate aufspalten können, ist die sogenannte biogene Entkalkung. Das heißt, dass das also in einem Ausmaß betrieben wird in Becken mit besonders hoher Wasserhärte und besonders hohen pH-Werten, dass sich so kleine weißliche Kalkkrusten auf den Blättern der Pflanzen bilden. Das scheint aber bei mir also noch nicht erreicht zu sein, dieser Punkt, weil das habe ich noch nie gehabt in keinem meiner Becken. Und ich denke mal, ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, was noch extremere Bedingungen in Aquarien betrifft, als sie bei mir herrschen. Und der andere Aspekt des Ganzen ist, wenn man also, so wie ich, sehr viele Pflanzen pflegt, die sich ihr CO2 auf diese Art und Weise selber besorgen, dann hat das den weiteren Effekt auf die Wasserchemie, dass im Laufe der Zeit die Carbonathärte sinkt, weil die Hydrogencarbonate aus der Carbonathärte nun mal aufgebraucht werden für diesen Prozess. Und das ist also bei mir zum Beispiel in dem Bereich, dass mein Leitungswasser eine Carbonathärte von 10 bis 11 hat, während die Aquarien eine Carbonathärte von durchschnittlich 7 bis 8 haben. Und diese Carbonathärte, die kann ich in meinen stark bepflanzten Becken, in denen die Pflanzen also sehr gutes Wachstum zeigen, nur auf einem gleichbleibenden Niveau halten, indem ich alle 14 Tage Wasserwechsel mache und eben den Pflanzen so wieder neue Mineralstoffe und vor allem neue Carbonathärte zuführe. Wenn ich das nicht mache, das ist ja durchaus auch schon mal vorgekommen, dann sinkt die Carbonathärte konstant immer weiter ab und ist also im schlimmsten Fall in 2 meiner Becken, wo ich zugegebenermaßen auch noch mit Osmosewasser gearbeitet hatte, was ich jetzt nicht mehr tue, gesunken bis auf Werte von 3 bis 4. Und da wird es dann auf jeden Fall für Schnecken schon problematisch. Die zeigen dann erste Gehäuseschäden, wenn das also so weit absinkt. Und für die Pflanzen natürlich auch. Also ich sag mal so eine Carbonathärte von mindestens 6 sollte man versuchen zu halten, wenn man eben Pflanzen pflegt, die sich auf diese Art und Weise ihr CO2 und ihre Mineralstoffe aus dem Wasser besorgen. Ich hatte auch schon mal ein Video darüber gemacht und hatte damals noch meine Schneckenpopulationen in Verdacht. Allerdings habe ich also mittlerweile noch mehr darüber recherchiert und nachgelesen und kann also jetzt relativ definitiv sagen, dass die Carbonathärte ohne Wasserwechsel im Aquarium absinkt auf Dauer. Das liegt an den Pflanzen, das liegt nicht an den Schnecken. Die Schnecken nehmen sich das ein oder andere bisschen Calcium oder Magnesium vielleicht mal aus dem Wasser, um ihre Häuschen aufzubauen, aber das tun sie eben nicht in den Mengen, dass das jetzt gravierende Auswirkungen auf die Wasserwerte hätte. Also die Schnecken sind rehabilitiert. Es sind die Pflanzen. Ja, und das ist eben etwas, was in meinen Augen auch sehr für regelmäßige Wasserwechsel in gut bepflanzten Becken spricht, weil man eben mit dem Frischwasser, sofern es eine hervorragende Qualität hat wie meins, auch den Pflanzen wieder neue Nährstoffe zuführt, mit denen sie arbeiten können. Und das bestätigen auch sehr viele Aquarianer, die sagen, also wenn ich mal einen Wasserwechsel mache in mein Becken, dann kriegen die Pflanzen einen ordentlichen Wachstumsschub in den Tagen danach. Das hat mit Sicherheit auch etwas mit dieser
CO2-Gewinnung aus Hydrogencarbonat zu tun, sofern die Pflanzen eben zu einer Sorte gehören, die das kann. Einige Pflänzchen pflege ich in meinen Aquarien und habe die jetzt nicht in die Top 5 aufnehmen können, aus verschiedenen Gründen, aber die verdienen trotzdem eine lobende Erwähnung, weil sie sich auch schon jahrelang in meinen Aquarien halten, unter einfachsten Bedingungen. Die wollte ich jetzt eben noch mal kurz vorlesen. Und zwar ist das hier die Bacopa caroliniana in meinem Wallstart-Becken. Eine der wenigen Stängelpflanzen, die ich noch pflege. Das funktioniert auch ganz hervorragend. Also die komplette Rückwand dieses 126 Liter Beckens ist mittlerweile mit der Bacopa bewachsen und das war ursprünglich mal ein einziges Töpfchen. Also die hat sich auch von alleine sehr gut vermehrt. Die macht kleine Ausläuferchen und ich habe aber auch dazu beigetragen, indem ich immer wieder Kopfstecklinge genommen und wieder reingesteckt habe. Die habe ich jetzt nur nicht in meine Top 5 Liste aufgenommen, weil ich die eben bisher nur seit 5 Monaten in meinem Wallstart-Becken unter etwas anderen Bedingungen pflege, also mit dieser Gartenerde, die eben für ordentlich viele Nährstoffe im Bodengrund sorgt. Und da kann ich, wie gesagt, noch keine Langzeiterfahrung und vor allem keine Erfahrungen in meinen noch einfacher gehalteneren Becken in reinem Poolfilter-Sand beitragen. Aber bisher ein wunderschönes Pflänzchen. Dann hatte ich früher, die habe ich nicht mehr, tatsächlich eine Ludwigia, obwohl Ludwigia genau wie Bacopa eigentlich zu den anspruchsvolleren Stängelpflanzen im Aquarium gehören, die also durchaus dankbar für ein Hightech-Setup und vor allem mehr Dünger und CO2-Gaben und so weiter, als ich hier liefere, sind, hat die Ludwigia repens bei mir also ein sehr schönes Wachstum gezeigt und auch ganz hervorragende rote, schöne Blätter bekommen. Nur Luxusproblem, es wurde mir irgendwann zu doll. Also ich hatte die in mehreren Aquarien und die hat mir einfach durch dieses starke und schöne Wachstum zu viel Arbeit gemacht. Ich musste da immer wieder ran, musste die einkürzen, weil sie eben, wenn sie oben angekommen ist, sich auch über die Wasseroberfläche gelegt hat. Und irgendwann wurde mir das einfach zu doll. Aber wer ein großes Aquarium hat und irgendwie eine Echo oder eine Hintergrundpflanze möchte, die ein wunderschönes Rot zeigt und recht anspruchslos ist, dem sei die Ludwigia repens empfohlen. Dann überleben, sage ich mal, in meinen Aquarien auch noch einige Bucephalandren. Die scheinen also auch jetzt nicht einzugehen unter den Bedingungen, die ich ihnen biete, aber sie zeigen auch kein besonders großes Wachstum, wobei das für Bucephalandren eigentlich auch relativ normal ist, dass die super, super langsam wachsen. Ja, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, eine Augenweide im Low-Tech-Aquarium, also sie überleben. Ja, dann habe ich ebenfalls noch 2 Pflänzchen hier ins Wallstart-Becken gesetzt, die ich vorher noch nie gepflegt habe. Das ist einmal hier vorne die Lobelia cardinalis. Die hält sich ganz gut, hat Zuwachs gezeigt, aber ist jetzt auch nicht so überwältigend, sage ich mal, aus den Startlöchern gekommen, dass ich die jetzt unbedingt in die Liste hätte mit aufnehmen müssen. Und dann noch ein ganz seltenes Pflänzchen, Proserpinaca palustris heißt das. Die habe ich mittlerweile hier hinten in die Ecke, kann man gar nicht sehen, in die Ecke rechts hinten vom Wallstart-Becken verfrachtet, weil sie da recht viel Sonnenlicht durchs Fenster abbekommt und das tut ihrem Wachstum ganz gut. Und habe sogar schon Kopfsteckklinge von ihr nehmen können. Die habe ich in mein 110 Liter Guppimamas Becken gepflanzt. 3 schöne Stecklinge, die machen sich da auch sehr gut. Also bisher, obwohl das so ein seltenes Pflänzchen ist, über das ich vorher rein gar nichts wusste, bevor ich es erworben habe, hält es sich auch sehr tapfer, muss ich sagen. Ja, und um die Liste jetzt zu komplettieren, ich habe ja schon erwähnt, welche Bodendecker es bei mir nicht gepackt haben, möchte ich noch ein paar weitere Pflänzchen erwähnen, von denen ich also abraten würde in einem Low-Tech-Setup. Erstaunlicherweise hat sich bei mir nicht gut gemacht und nicht gut gehalten ein Wasserfreund, einfach eine Hygrophila-Sorte, obwohl diese Pflanzen grundsätzlich als wahnsinnig anspruchslos und anpassungsfähig gelten.
Bei mir hat es nicht geklappt. Ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber ich vermute immer bei den Pflanzen, die also bei mir kein schönes Wachstum zeigen oder sogar ganz eingehen, dass es definitiv der hohe pH-Wert ist. Also mit einem pH-Wert von 8,0 kommt einfach nicht alles zurecht. Und ja, der Wasserfreund scheint dazu zu gehören. Jahrelang gehalten hat sich eine Rotala-Art bei mir. Das ist also auch eine sehr feinfiedrige Stängelpflanze. Allerdings war das die einzige Pflanze in all meinen Becken, die immer von Algen durchzogen gewesen ist. Also das spricht ja auch dafür, dass sie sich nicht so hundertprozentig wohlgefühlt hat. Kein rasantes Wachstum, sage ich mal, gezeigt hat und deswegen den Algen eben die Möglichkeit gegeben hat, sich in ihr anzusiedeln. Und deshalb ist diese schöne Rotala leider auch irgendwann rausgeflogen aus meinen Aquarien. Ebenfalls ein als sehr anspruchslos gelobtes Stängelpflänzchen, Limnophila sessiliflora, hat bei mir auch nicht funktioniert. Die hat durchaus Wachstum gezeigt, ist auch immer wieder oben angekommen. Ich konnte Stecklinge nehmen, aber ich denke mal wegen mangelnder Düngung oder wegen zu wenig Nährstoffen und vielleicht auch wegen zu geringer Beleuchtung ist sie einfach nie besonders hübsch gewesen. Also der Abstand zwischen den Internodien, zwischen den einzelnen Blättchen, der war immer sehr groß. Und dann sieht diese Pflanze einfach nicht besonders schön aus. Die muss eher so gedrungen wachsen und mit wenig Abstand zwischen den einzelnen Blättchen. Und auch die ist dann irgendwann rausgeflogen. So, das allerletzte, was ich jetzt fast aufgegeben habe, noch nicht ganz, weil mein Herz wirklich sehr an dieser Pflanze hängt. Aber ich jetzt mittlerweile eingesehen habe, seit ich also gar kein Becken mehr übrig habe, dass ich mit Osmosewasser verschneide, um den pH-Wert und die Härte ein wenig zu drücken, macht sich diese Pflanze nicht mehr gut. Bei mir ist leider die Alternanthera reinecki, das rosa nervige Papageienblatt. Ja, ich habe noch 2 Exemplare in meinem in meinem Gesellschaftsbecken übrig behalten, einfach aus Nostalgie. Aber dieses Pflänzchen ist einfach zu temperamentvoll und ja, mir ist jetzt auch ein bisschen die Lust vergangen, das die ganze Zeit mit der Düngung rum zu experimentieren und zu überlegen, soll ich vielleicht doch noch mal ein bisschen Osmosewasser. Das ist mir alles zu mühsam. Von daher habe ich diese Stängelpflanze jetzt leider aufgeben müssen. Ich habe aber auch in sehr vielen Forenbeiträgen gelesen, dass die ganze Alternanthera-Gruppe allgemein als sehr Diven-mäßig gilt. Also dass da wirklich die kleinsten Veränderungen in den Nährstoffgaben und so weiter dazu führen können, dass sie wieder schlecht, sage ich mal, performen. Und auch interessant, ich habe auch gelesen, dass sich die ganze Alternanthera-Gruppe anscheinend bei Zwerggarnelen großer Beliebtheit als Salatbuffet erfreut. Und solche Pflanzen sind also grundsätzlich welche, die es bei mir schwer haben, weil ich in allen Becken sehr, sehr gute Zwerggarnelenbestände habe. So, das war doch ein schönes Video für Pflanzenfreunde und Hobbybotaniker. Wie ihr vielleicht schon erraten habt, wenn ihr ein paar meiner Videos gesehen habt, wisst ihr, dass ich den sprichwörtlichen grünen Daumen habe und es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht, Pflanzen zu pflegen und zu vermehren und ich mich sehr daran erfreuen kann, wenn sie eben entsprechend reagieren und schönes Wachstum zeigen. Und wenn euch das genauso geht, dann war dieses Video bestimmt etwas für euch. Und wenn nicht, haltet aus. Es wird bestimmt demnächst auch mal wieder um Guppies gehen. Ja, und somit wünsche ich euch ein paar schöne Spätherbsttage und macht's gut bis zum nächsten Video.